Momentchen mal. Ich glaube, wir haben die Fahrräder verwechselt. Schon gutes Bike. So, Daniel. Hallo Daniel. Gehen wir zu deinem Rad. Das Jam, das SL. Jam Squared SL. Genau. Wir haben es eben schon mal getestet. Und zwar sind der Daniel und ich eben schon mal hier auf den Trails ein paar Runden gefahren und haben einfach mal die Fahrräder getauscht. Und wir wollten euch gerne noch ein bisschen von berichten, denn uns sind viele Unterschiede aufgefallen. Und wir hätten nicht gedacht, dass die Fahrräder so unterschiedlich sein könnten. Hier sind so kleine Flipchips. Wie hast du die denn eingestellt? Ich habe die noch, kurzer Hinterbau, mega verspielt, alles klein, Tretlager niedrig und den Flipchip hinten auf eine kurze Kettenstrebe. Du, nehme ich mal an, genau das Gegenteil. Tretlager niedrig, hinten lange Kettenstrebe, um den langen Reach zu matchen. Daniel, aber warum denn dann ein langes Fahrrad zum Schnellfahren? Gute Frage. Das Fahrrad ist ein bisschen auch mein Experimentierfahrrad. Langer Rahmen, lange Kettenstrebe, sorgt für eine gute Balance, fährt richtig schön um offene Kurven, fährt gut geradeaus und ich habe hier einen kürzeren Vorbau drauf, um den Lenker dafür ein bisschen mehr zu mir herzuholen. Die Front fährst du auch ein bisschen höher, kann das sein? Ja, Wie viel Rise fährst du vorne an deinem Lenker? 30er. 30er. 30er Riser. Da bist du schon mal 5 mm höher unterwegs als ich. Glückwunsch. Danke. Falls sich einer fragt, warum der Daniel vielleicht ein größeres Fahrrad und einen höheren Lenker fährt. Jetzt haben wir darüber geredet, was alles anders ist. Was haben wir denn gleich an unseren Fahrrädern? Wie sind die da aufgefallen bei dir? Flat Pedals, das ist mir bei dir auch aufgefallen. Du bist ja eigentlich Rennfahrer. Ja. Du bist ja dann eigentlich schon fast ein Exot damit, kann das sein? Kann man so sagen. Aber ich habe auf denen angefangen und bin immer noch auf denen unterwegs. Ich habe auf den angefangen, ich werde auf den enden. So wie es ist. Ich mag es total, wenn ich mal einen Fuß rausnehmen kann. Was mir bei Flat Pedals dann natürlich auffällt, ist natürlich, gerade wenn du Rennen fährst, ein bisschen wackeliger. Hast du an dem Fahrwerk irgendwas Besonderes, damit es nicht zu wackelig auf den Pedalen wird? Naja, erstmal willst du immer eine gute Balance haben, was vorne und hinten angeht. Wenn das stimmt, dann wird es eigentlich auch nicht wackelig auf den Pedalen. Aber gutes Thema, Federelemente. Du bist auch auf Luft unterwegs, vorne, hinten. Ja, also ich habe einen Luftdämpfer drin, einfach um auch schnell zu wechseln. Da finde ich es so einfach, relativ leicht, mal eben das Setup zu wechseln. Weniger Luft, mehr Luft, anstatt eine Feder hin und her zu wechseln. Das Gewicht ist dementsprechend halbwegs gut, weil das SL an sich schon recht leicht ist. SL. Super leicht. Mir ist noch was aufgefallen. Ich habe hier ein paar weniger Kabel. Ja. Du hast noch ein bisschen oldschool, kann das sein? Ich bin oldschool unterwegs, habe aber hier vorne dafür aufgeräumt. Bei dir funkt hier ein bisschen durch die Gegend. Ne? Ja, komplett SRAM Access Ausstattung kannst du auch standardmäßig bei Focus kriegen. Ich habe hier hinten ein bisschen getuned. Ich habe hier einen Fräsenkäfig drauf gebaut. Warum? Der sorgt für extra Stabilität und Präzision, wenn ich unter Last die Gänge reinknall. Weil wenn du reintrittst, da kommt er schon mal. Das ist bei beiden gleich, ne? Beide lila. Ja, beide lila. Für die, die es nicht wissen, lila heißt bei Schwalbe immer Gummimischung Ultrasoft. Das heißt, die weicheste Gummimischung, die man fahren kann. Gerade jetzt hier im Nassen und auf Steinen und so willst du ja möglichst viel Grip haben. Deswegen nehme ich an, hast du genau das gleiche gewählt. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ein bisschen unterschiedliche Reifen. Kann das sein? Ja. Ich bin auf einer ganz klassischen Schwalbe-Kombi unterwegs. Ja, der konservative Schwabe. Der Klassiker. Vorne Magic Mary, hinten Big Betty. Du bist so ein bisschen mehr New School. New School, neue Reifen, Techie-Chan. Auf dem bin ich unterwegs, weil ein bisschen Fortschritt, ein bisschen neue Sachen ausprobieren und so. Aber ich glaube, beides für hier eine Top-Wahl. Braucht man nicht. Es scheint so, als wäre es in jedem Bike-Check-Video so. Ja, kommt durch, Abfahrt. Schnell geht, macht nichts. Das hatten wir doch schon mal, ne? Unterwegs stehen keine Blitzer. Ui. Ja, komm. Meine Güte. Oh. Reifen haben wir abgeschlossen. Ja. Aber die Reifen sind ja irgendwo drauf. Wo drauf sind die bei dir? OnePlus Components. Das ist mir jetzt unangenehm. Laufräder. Echt mal alles hier, Veggie-Bikes. Noch mal ein bisschen mehr Lean. Aber lass mal, steht. Okay. Jetzt haben wir über die Reifen gesprochen, aber die sind irgendwo drauf. Wo drauf sind die bei dir? OnePlus Components, Alu-Laufradsatz, super leichte Narben, super leichtläufig, auf einer soliden, stabilen Alufelge. Bei dir? Bei mir ist eigentlich ziemlich das gleiche. Von Spank, die 359er Laufradsatz. Die fahre ich eigentlich fast immer auf dem E-Bike, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich gehe
immer auch lieber beim E-Bike auf einem Alulaufrad saß. Am E-Bike tendiere ich dann doch irgendwie dann dazu, manchmal ein bisschen wenig Rücksicht zu nehmen, auch auf Steine und Co. Okay, durch die Räder kannst du natürlich nur so viel Kraft packen, wie du auch da reinkriegst. Dein Lenker ist ein bisschen höher. Warum fährst du das Cockpit so hoch? Für mich fühlt sich eine hohe Front immer gut an. Der Lenker muss für mich am richtigen Ort sein, dass ich Schläge nehmen kann. Deshalb haben wir hier im Fräsenvorbau ein bisschen Rise versteckt, kombiniert mit einem 30er Riser. Jetzt ist mir auch aufgefallen, dass der Lenker ist ein bisschen schmaler, als wahrscheinlich die meisten Leute das fahren. Den fahre ich sogar ein bisschen breiter mit 87. Sonst bin ich immer so bei 67 unterwegs. Ach krass. Ja. Ich fahre auch 87, aber auf der kurzen Karre sieht mein Lenker Sieht deutlich ganz anders breiter aus. aus. Ja. Ja. Vielleicht sind es auch meine schmalen Schultern, die vielleicht meinen Lenker breiter aussehen lassen. Die hier sind wir uns beiden gleich, ne? Guten Geschmack, ja. Guten Ja. Geschmack. Warum fährst du Death Grip? Die funktionieren einfach. Funktionieren, sehen cool aus. Bieten halt eine schöne Kombination aus ein bisschen Dämpfung, da wo ich es brauche, und ein schön hartes Griffgefühl außen. Gefällt mir einfach vom Feeling. Vom Feeling her, ein gutes Gefühl. Even, was bringt dich zum Stoppen? Natürlich 4 Kolbenbremsen. Ja. Vorne, hinten, hydraulisch. Muss man, glaube ich, heutzutage nicht mehr sagen. Bei dir, glaube ich, Same. ziemlich ähnlich, oder? Same, same. Anderes Fabrikat bei uns. Bagura bei mir, SRAM bei dir. Also im Endeffekt haben wir jetzt viel gesehen. Mich überrascht dann doch, wie kleine Unterschiede dann doch so ein unterschiedliches Fahrrad machen. Deswegen können wir jeden nur ermutigen, probiert doch einfach mal bei eurem Jam Squared SL aus. Nutzt die Flipchips, dreht die einfach mal um, probiert mal aus, längeres Heck, kürzeres Heck. Lasst uns mal wissen, was ihr an eurem Jam Squared SL ausprobiert habt oder verändern wollt. Schreibt hier unten in die Kommentare. Hier könnt ihr liken oder da subscriben. Ich bin nicht so in dem Game, aber vielleicht passt es so. Die machen das passend. Ich würde sagen, wir tauschen die Räder jetzt noch eine Runde, probieren ja. ein bisschen aus. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, ciao, Wie war Wiedersehen. das mit dem... Gehen die Kiste an. Oh, oh, oh. Man steht schon ein bisschen anders in der Bude hier, du. Könntest du ja mal fahren, ne? Ja, vielleicht. Oh, oh, oh. Hier Muss ich ist da noch mal ran. Sitze eben ein bisschen wärmer, ne? Kniewinkel ist sportlich bei mir. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Hey, haben wir vergessen übrigens. Aber egal. Auch ein Peter Linder, Ergonomiespezialist. Oh, dein Schalthebel fühlt sich gut an.